19. Wir sind in Lipa. Jetzt fahren wir weiter nach Rumburg. Bin hier gespannt, ob die Straße schon wieder offen ist. Ich habe vorhin bei Google Maps angeschaut, da hat es mir keine Sperrung angezeigt für die Strecke da, als ich die Fahrziele eingegeben habe. Bin ja gespannt. Jetzt fahren wir einfach mal drauf los, dann sehen wir das schon. Ich werde es ja spätestens merken, wenn da vorne dann das Sperrschild steht. Ich weiß ja, wie ich dann rüberkomme auf die Nebenstrecke, aber es ist halt dann ein Umweg, ne? Wenn jetzt gleich hier rechts durch die Stadt fahre und den anderen Weg, aber irgendwann muss ich ja doch mal die Hauptstraße wieder ausprobieren, ob frei ist. Das ist aber nicht so billig. Und Nebel haben wir heute. Im Moment sieht man es nicht, weil wir in der Stadt fahren. Aber vorhin über den Berg rüber, da war alles neblig, da waren teilweise nur 50 Meter. Meter Sichtweite und die wollten trotzdem überholen, also auf der Landstraße. Ne? Siehst nichts und willst überholen, also wie bescheuert muss man da sein. Ne? Ja, und ich sag's wieder, auch wenn ich mich schon ein paar Mal wiederholt habe, zu Hause losgefahren bin, war es sonnig. Das stimmt tatsächlich, weil da wo ich wohne, da Görlitz, Korselitz, da scheint die Sonne, da ist auch kein Berg im Weg. Ne? Und dann komme ich hier rüber nach Lipa und so Novi Bor, Lipa, und dann habe ich hier schlechtes Wetter, weil da ist ein Berg, da stauen sich dann die Wolken. Das ist ja jedes Mal so. Ja, und da vorhin, zwischen Novi Bor und Lipa, da habe ich mal kurz einen Abstecher noch gemacht. Eine Burg besichtigt. Das ist so eine Burg, die ist oben auf dem Berg, oben auf so einem Felsen. Der Felsen, der steht da mitten in der Landschaft, Kerzengrad hoch. Und da haben die oben eine Burg drauf gebaut. Und da soll man normalerweise eine schöne Übersicht haben von da oben. Da war natürlich heute nicht, weil es neblig ist. Dann sieht man nichts. Und ich sehe gerade, ich habe das Chemie, hallo. Und alle anderen, die dazugekommen sind, begrüße ich auch. Wir sind jetzt in Lipa, Keska Lipa. Wir fahren Richtung Novi Bor, allerdings nicht über die 9, sondern die andere Strecke. Wer schon mal bei mir dabei war, der kennt die Strecke, haben wir schon mal gesehen. Aber ich fahre seit Jahren zwischen Novi Bor und Lipa rum und war noch nie auf dieser Burg da, die da dazwischen ist. Bei Kechow oder wie auch immer man, oder Zechow oder wie auch immer man das spricht. Das ist eine Felsenburg. Die haben sie teilweise in den Felsen reingehauen. Und das war nur ein paar Kilometer Umweg. Da habe ich da heute mal gesagt, da fahren wir heute mal hin, weil wir Zeit haben.
Weil andere Burgen auf dem Weg hier haben wir schon mal besichtigt. Ne? Baue immer solche Sachen ein, damit man ein bisschen was sieht von links und rechts, wo man vorbeifährt. Ne? Nicht nur durchballern, sondern auch mal was anschauen, wenn man schon die Gelegenheit hat dazu. Ne? Ja, und was ist hier jetzt wieder? Natürlich habe ich auch von der Burgbesichtigung ein Video gemacht. Den wird es dann später mal irgendwann online geben. Ich muss den noch bearbeiten. Und ich habe jetzt noch andere Videos, die zuerst dran kommen. Und da könnt ihr den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr das nicht. ÖPNV Köln, hi, ja, die auch hi. Köln, wie ist denn bei euch in Köln das Wetter zurzeit? Also wir haben hier Nebel und 8 Grad. Was leuchtet denn jetzt da wieder auf? Leoniden-Höhepunkt. Ja, jetzt kommt gerade irgendeine Meldung rein mit Leoniden-Höhepunkt von Google, aber da habe ich jetzt keine Zeit, das zu lesen. Ja, und da vorne bauen sie die Straße neu, das ist aber nicht die Baustelle, auf die ich jetzt vorhin gesprochen habe. Auf dem Weg von hier Richtung Rumburg, da war mal vor ein paar Wochen, oder ist es schon ein paar Monate her, eine Brückenbaustelle. Da musste ich dann wieder zurück und die Nebenstrecke fahren und jetzt sind wir ein paar Mal die Nebenstrecke gefahren. Wer jetzt regelmäßig bei meinen Videos schaut, war da bei den Livestreams schon dabei auf der Nebenstrecke und jetzt fahren wir wieder die normale Strecke. Weil jetzt will ich es wissen, weil ich habe vorhin auf Google Maps geguckt, da hat er mir keine Sperrung mehr angezeigt. Und jetzt probiere ich es einfach mal aus. Werden wir dann schon sehen. Wenn nicht, ich weiß ja, wie ich dann rüberkomme auf die Ausweichstrecke. Oh! Hier ist auch mal schön neu gemacht. Das war hier auch so eine Schlaglochpiste. Ja, sehr schön, dass die auch mal gemacht wird hier. Wahrscheinlich nur bis zum Ortsausgang, aber immerhin. Das war ja hier schon schlimm. Sehr gut. Da fällt man nicht dauernd vom Sitz, oder ich muss nicht immer aufpassen, dass man der Kaffeebecher überschwappt, ne? Mit den Schlaglöchern. Ja, und Diesel kostet hier 31,90 und Benzin 32,90. Das ist ein guter Preis. Alles unter 33 ist ein guter Preis hier. Ich habe auch schon Tanken gesehen heute, da war es mit über 34. Ne? 32 ist in Ordnung. Der Tageskurs liegt, glaube ich, bei 22 irgendwas. Ich kann es jetzt nicht genau sagen. Irgendwas mit 22. Wobei, das war auch schon mal besser. Es gab schon mal 24 Kronen für einen Euro. Ne? Aber zurzeit ist 22, auch mit Zloty. In Polen ist es auch zurzeit schlecht. Da gibt es oft bei Skorzelec 4,16. Und ich habe aber neulich bei Zaran gesehen, da war eine Wechselstube mit 4,22. Früher hat man auch in Skorzelec 4,22, aber noch früher gab es sogar mal, also das Beste, was ich mal gewechselt habe, waren 4,72. Aber ich wäre ja schon froh, wenn wir wieder 4,50 hätten oder so, ne? Und nicht
ist schon schwach. Ich habe aber auch schon 4,12 nur gehabt. Ne? Das ist noch gar nicht so lange her. Ja, bis jetzt habe ich noch kein Schild gesehen, dass da die Sperre, aber das hat nichts zu sagen. Das erste Mal, als ich da lang gefahren bin, da war das Schild auch erst kurz vor der Baustelle. Und da war dann noch eine Umleitung und die Umleitung konnte aber nicht fahren, weil die Brücke war gerade so breit wie der Truck und es hat mir nicht so ausgesehen, als ob die Brücke 4 Tonnen aushält. Na, und da bin ich dann doch lieber rückwärts gefahren und nochmal umgedreht und noch ein paar Kilometer zurück und dann habe ich eine Strecke gefahren. Ja. Weil die kleine Brücke da, die ist für Seifenkisten geeignet, aber für Truck nicht. Das war mir nicht so geheuer. Ja, und ich habe hier keinen GPS-Empfang, sehe ich gerade. Das zeigt mir an, Koordinaten East, Nord 0000 und auch die Höhe 00 und das sogar die Uhrzeit zeigt es mir nicht an. Da weißt du, wie dick diese Nebeldecke ist, wenn das schon keine Verbindung zum Satelliten zustande kommt. Ne? Und jetzt im Moment kann ich gerade nicht antworten, weil ich ja jetzt am Fahren bin. Wenn wir mal wieder Bahn haben, jetzt kommt aber so schnell keine Ampel mehr zum Anhalten. Aber wie ihr seht, boah, hier sehe ich gerade, hier sind ein paar Bäume umgefallen, da muss ja ziemlich ein starker Wind gewesen sein. Und hier sehe ich ein Schild, dass man nicht links abbiegen darf, aber das juckt mich nicht, wir wollen ja gar nicht links. Wir wollen ja geradeaus. Und so ewig lang kann das eigentlich gar nicht dauern. Das war ja nur eine kurze Brücke über so einen Bach drüber, die da vorne neu machen. Also da müssten die eigentlich schon fertig sein. Das dauert jetzt bestimmt schon wieder 2 Monate, da die Baustelle. Und die Tschechen sind eigentlich schnell mit ihren Baudings da. In Lipa selbst, da war eine größere Brücke, da waren die auch nach 3 Monaten fertig. Die komplette Brücke neu gemacht. Ja. Weil die arbeiten rund um die Uhr, also was heißt rund um die Uhr nicht, aber die arbeiten auch am Wochenende, ne? Bei so Straßenbaustellen, also zumindest bei Hauptstrecken. Ich bin ja jetzt da, wenn ich jetzt immer wegen der Umleitung hier die Nebenstrecke gefahren bin, da war eine kleine Brücke, da haben sie am Wochenende nicht gearbeitet, aber die konnte man zumindest die Baustelle einspurig befahren. Ne? Aber auf Hauptstraßen, da arbeiten die auch Samstag, Sonntag, damit es schneller fertig ist. Es gibt ja viele Betriebe, die Samstag, Sonntag arbeiten da. Und da die Geschäfte haben, also zumindest die großen Handelsketten haben geöffnet Samstag, Sonntag. Ne? Die kleinen Dorfläden natürlich nicht und so und auch Werkstätten und so Zeug hat nicht geöffnet. Aber die Handelsketten, die großen, haben schon auf. Ja, und was wollte ich jetzt noch sagen? Und es stört sich auch niemand dran, wenn du da hier am Sonntag Rasen mähen tust oder an deinem Haus irgendwas arbeitest. Na, in Deutschland kommt ja gleich die Polizei, weil sich irgendjemand beschwert, sobald du einen Nagel in die Wand schlägst in deinem eigenen Haus. Na. Aber in der Tschechei oder in Polen, da juckt es keinen, da macht jeder, was er will. Jetzt sind wir in Jetztfe oder so ähnlich und hier fahren wir zu schnell und da ist eine Kamera oben dran, das sollte man nicht unbedingt hier durchheizen, wenn die da schon eine Kamera haben.
Was mich noch immer wundert, ist, dass die Tschechen hier immer noch diese Propagandalautsprecher in den Orten haben. Jetzt guckt doch mal hier rechts an den Laternenmast, da sind noch die Lautsprecher. Früher war das so eine Propagandageschichte, wenn da irgendwas war, politisch, dann wurde da das durchgesagt. Ne? Das gab es auch in der DDR, aber da hat man es längst schon abgebaut. Ne? Ah, hier ist jetzt die Baustelle. Ah, ganz fertig sind sie noch nicht, aber man kann durchfahren. Sieh mal einer, gucke da. Ah, ganz fertig sind sie noch nicht, aber man kann jetzt also wieder fahren. Sehr gut. Soweit ist es wieder offen. Und ich fahre jetzt hier GPS 59 im Ort. Und es ist noch nicht schnell genug. Ne? Also manche Leute haben einfach einen an der Waffel. Ne? Das kannst du sagen, wie du willst. Ne? Man kann es nicht so eilig haben, dass man mit 80 durch die Ortschaft brettern muss. Ne? Da gibt es überhaupt keine Berechtigung dazu. Und jetzt bin ich schon kein Erbsenzähler, der genau mit 49 fährt. Ich fahre schon leicht drüber. Ne? Aber selbst da wird man noch gedrängelt. Ne? Und hier sind wir in Horní Police. Und wenn ihr das jetzt vom Englischen übersetzt, dann kommt ja auch eine ganz andere Bedeutung, was das im Tschechischen bedeutet. Weil Horní, das heißt so viel wie Ober, und Police ist halt die Ortschaft hier. Hat nichts mit der Polizei zu tun. Immer wenn Horní, was heißt jetzt, ist so viel wie Ober, ne? Oberhausen, Unterhausen, ne? Und so weiter. Und so ähnlich. Ne? Also Horní hat jetzt nichts mit dem englischen Horny zu tun. Ne? Naja gut, 40 reicht da. Ja, also es ist schon wieder dunkel. Man könnte meinen, es wäre schon wieder 8 Uhr abends oder so, aber nee, es ist gerade mal nachmittags. Es ist hier gesperrt auf 12 Tonnen, aber gilt nur für den Transit nach Tetschin. Ja, weil die andere Strecke, die 13, ist ja gesperrt zwischen Novi Bor und Tetschin und da fahren die halt alle irgendwie welche Umleitungen. Ja, irgendwo muss man ja lang fahren. Aber ich bin schon mal froh, dass ich die Strecke wieder fahre, obwohl die kleine Nebenstrecke, die fahre eigentlich auch gern da, wo wir jetzt den letzten Livestream gemacht haben, hier. Das ist eigentlich auch eine schöne Strecke. Es ist halt an ein paar Stellen ziemlich eng. Und wenn dir an der Engstelle dann noch der Linienbus entgegenkommt, dann musst du halt rangieren. Ne? Aber ansonsten ist das eine schöne Strecke. Das fahre ich gern. Und ich habe die auch mal in der anderen Richtung gefahren. Ich habe mir einfach die Abladestellen mal andersrum eingeteilt, damit ich mal mehr denken muss, weil wenn du immer die gleiche Strecke fährst, dann denkst du dann immer so, weil du hast es ja einfach drin, wie man so schön sagt, das fährt man im Schlaf. Wenn man es aber von der anderen Seite fährt, ne, dann sehen die Stellen, wo man abbiegen muss, ja anders aus, ne, weil man ja eben von der anderen Seite kommt. Ne, da muss man sich mehr konzentrieren. Naja, man kann natürlich das Navi einschalten, ja, das ist halt dann auch blöd. Ne? Man muss nicht alles immer nach Navi fahren. Man kann da auswendig fahren und hier haben wir 31,90 und 32,90 wieder für Sprit. Ist also in Ordnung hier der Preis für die Verhältnisse. Das hat sich ja angeglichen, jetzt wieder an die tschechischen Tankstellen ist es billiger geworden, weil ich kann mich erinnern, das waren schon eine Zeit, da hat es über 35, 36 gekostet.
obwohl ich tanke ja selten hier. Ich tanke ja normal in Polen. So, jetzt muss ich mich konzentrieren. Hier muss ich jetzt abbiegen. Ja, bin ja gespannt, wie das dann da vorne über den Berg. Wir müssen ja noch am Berg fahren, wie es dort dann aussieht mit dem Nebel. Aber wir kommen ja jetzt wieder höher. Das heißt, wir fahren dann in den Nebel rein. Im Moment fahren wir ja unter dem Nebel weg. Wir sind jetzt in Zandorf und wen es interessiert, wer jetzt nicht von Anfang an dabei war, wir fahren von Lieper nach Rumburg. Und die Kommentare werde ich dann gleich mal beantworten, wenn ich Gelegenheit habe, um kurz anzuhalten. Ja, was wollte ich noch sagen? Ich habe ja schon beschrieben, ich war ja vorhin auf der Burg. Ne? Da habe ich mich gewundert, dass so viele Autos auf dem Parkplatz standen, ne? Weil ich habe eigentlich damit gerechnet, bei so einem Nebelwetter niemand auf die Burg da hochgeht. Ne? Aber offenbar haben die anderen Leute sich genau das Gleiche gedacht. Ne? Und da war eben viel Betrieb. Ja, aber die Burg, da waren so viele Gänge, wo du immer abzweigen konntest und so, da konnte man sich schon ein bisschen aus dem Weg gehen. Aber mehrere Leute waren, es war jetzt nicht so, dass sie dir auf die Füße getreten sind. Ne? Man hatte schon Abstand noch. Ne? Gut, das mag vielleicht im Hochsommer anders sein, wenn da mehr Leute kommen. Ne? Weil ich habe gesehen, als da ringsrum die ganzen Imbissbuden und Souvenirstände, die waren alle geschlossen, weil da eben nicht die Jahreszeit dazu ist. Ach, da hat schon einer die Weihnachtsbeleuchtung angeguckt. Die sieht mal einer, gucke da. Ja, ich muss sagen, ich habe hier im Truck auch schon so einen kleinen Weihnachtsbäumchen, mit dem man 12 Volt anschließen kann. Den habe ich auch schon in Betrieb. Aber bei mir zu Hause habe ich noch nichts eingeschaltet. Ich habe zwar schon alles aufgehängt. Ich brauche es nur noch einschalten, wenn es dann soweit ist, aber das mache ich dann erst nächstes Wochenende. Vorher man muss es ja nicht übertreiben. Ne? Man muss nicht im Sommer schon anschalten. Gut, im Sommer ist es jetzt auch nicht mehr, aber es ist ja noch lange Zeit genug, wo man die Lichter einschalten kann, wenn es dann ist. Der Dezember ist lange Zeit dunkel, ne? Das ist ja der Haupt. Ab wann werden die Tage wieder länger? Nach Weihnachten irgendwann. Ne? Also Januar ist nochmal eine dunkle Zeit, weil es auch vom Wetter her dann immer dunkler ist dort. Bis Mitte Januar lasse ich auf alle Fälle dann die Lichter dran, vielleicht auch bis Ende Januar manchmal. Ja. Jetzt müssen wir hier einbremsen, was machen wir da? Ja, da stand einer, der guckt mit dem Fernglas irgendwo hin, aber ich sehe nicht wohin. Ich wollte jetzt den Wischer nicht einschalten, weil dann bleibt er wieder mittendrin stehen.
Ja, im Moment ist ja hier im Wald nicht so neblig. Also vorhin vor ein paar Stunden, als ich von Farnsdorf Richtung Gumburg, von Farnsdorf Richtung Novi Bor gefahren bin. Da ist ja auch ein Berg, wo man drüber muss. Da muss ja die Straße neu verlegen, wo neu gebaut wird. Und da war es richtig neblig. Das war vorhin schon erwähnt, mit 50 Meter Sichtweite. Aber hier geht es jetzt im Moment eigentlich. Ist hier nicht so schlimm. Aber das kommt noch. Wir haben noch den großen Berg haben wir noch vor uns. Wir müssen noch hoch rauf. Und hier rechts ist die andere Nebenstrecke, die wir bisher als Umleitung gefahren sind, immer, solange jetzt hier die Brücke gesperrt war. Ja, irgendwann fahre ich die mal wieder, aber heute nicht. Jetzt bin ich froh, dass ich mal wieder die Strecke fahren kann. Jetzt ist mir die Brille rausgefallen, da oben aus der Klappe, weil ich die nicht zugemacht habe. Ja, und Weihnachtseinkäufe, wie sieht es da bei euch aus? Habt ihr schon was gemacht? Habt ihr schon alles oder eher noch nicht? Also ich muss sagen, ich habe noch nichts. Ich renne dann am 20. panisch los und ich habe noch nichts eingekauft. Ja. Nee, ich gehöre eigentlich nicht zu den Leuten, die panisch durch die Geschäfte rennen und ich muss Weihnachten einkaufen. Ich setze mich an der Computer und rufe die Seite eines bekannten Versandhändlers auf. Den Namen nenne ich jetzt nicht, aber ihr wisst trotzdem alle, wer gemeint ist. Und da bestelle ich die Sachen ganz in aller Ruhe. Und wenn es dann mit DHL kommt, dann muss ich wieder mein Paket suchen. Wenn mit allen Paketdiensten funktioniert es wunderbar, weil in meinem Haus, da wohnen 19 Personen und irgendjemand ist immer da. Man kann also die Pakete immer bei irgendjemand abgeben, ne? Aber wenn ich persönlich jetzt nicht anwesend bin, das klappt bei alle, nur bei DHL klappt es nicht. Da finde ich immer einen gelben Schein im Briefkasten, dass niemand erreichbar war. Und dann ist es ja nochmal so, da muss ich das Paket noch suchen. Die ganze Zeit war es immer so, dass ich es in so einer Filiale abholen musste. Und da bin ich halt hin, da sagt die Frau zu mir, nee, das ist nicht in der Filiale, das ist in der Packstation. Und da musste ich die Packstation suchen, wo die ist. Und dann bin ich da vor der Packstation gestanden. Dann konnte ich mein Paket nicht holen, weil da musste ich laden und mich registrieren. Und dann wollten die alle möglichen Daten von mir wissen. Und jeder mitten im Regen und vor dieser Paketbox und muss mich da erst einen halben Roman ausfüllen. Ne? Ja, das war richtig. Am liebsten hätte ich das scheiß Paket in der Scheißbox drin lassen. Ne? Ich hatte so die Schnauze voll. Ne? Nee, also echt. Mit DHL hat man nur Ärger am Hals. Und wenn ich mir überlege, ich bin da jetzt 20 Kilometer gefahren, da bis ich wieder zu Hause war. Der Kilometer kostet 43 Cent und 4 Kilometer davon sind noch auf der Bundesstraße, da kommen noch 24 Cent Maut dazu. Und dann die 40 Minuten, die ich unterwegs war, ja, was mich das an Verdienstausfall, ja, die 40 Minuten, da hätte ich ja was Sinnvolles machen können, hätte ich Geld verdienen können. Ja. Nee, da muss ich mein Paket suchen, weil die zu blöd sind, die mal zu klingeln. Ne?
Bei allen anderen Paketdiensten klappt es wunderbar. Die kommen, die legen es dann unten hin oder in den Ausgang rein. Nur DHL nicht. Und wenn man sich dann beschwert und sagt, warum die nicht klingeln, ne? Und wenn ich schon jemandem Bescheid sage, oh, pass mal auf, da kommt ein Paket, ne? Und die Leute sagen dann zu mir, ja, da hat niemand geklingelt, ne? Da hat niemand. Wir haben den gesehen und bis wir draußen waren vor der Tür, war der schon wieder weg. Das heißt also, der hat das Paket, das war ein großes Paket, das war so 30 Kilo schwer, ne? Das hat er nicht aus dem Auto rausgetan, sondern der steigt, ich habe den auch schon selbst erwischt dabei, diesen Paketkutscher. Der steigt aus und hat nicht das Paket in der Hand, sondern den gelben Schein. Da hat es noch gar nicht versucht, das Paket zuzustellen. Ne? Wenn ich aber selber im Haus bin und ich passe den ab, dann warte ich, bis er auf der Treppe steht vor der Hauseingang, und dann mache ich die Tür auf und dann sage ich, wo ist denn mein Paket? Ja, und dann guckt er mich mit großen Augen an, ne? Und ne? Und dann sage ich, ja, Paket will ich und kein Schein, ich will das Paket. Aber damit rechnet er nicht, dass ich hinter der Tür stehe und auf den warte. Ne? Da sind sie dann ganz, da wissen sie dann nicht, was sie sagen, da stottern sie dann rum. Ne? So, ja, ich begrüße erstmal alle, die jetzt noch dazugekommen sind. Wir sind jetzt auf dem Weg von Lipa Richtung Rumburg auf dieser Nebenstrecke da. Und da rechts ist auch eine Burg, nicht da, wo der Weiße rauskommt, sondern wenn man da, wo der Fußgänger mit seinem Hund geht, da oben auf dem Parkplatz, und da geht es dann auch am Weg hoch zu der Burg. Da habe ich auch ein Video gemacht und findet ihr in der Playlist Sightseeing, wen sowas interessieren sollte. Und da rechts am Kreisverkehr, da kommt jetzt ein Lidl, da gibt es einen guten Kaffee. Also mir schmeckt er zumindest. Ja, und wie ihr an die parkenden Autos seht, hat der Lidl natürlich geöffnet. Und wer sich mit Flaggen auskennt, hier sieht man es nochmal, da wisst ihr jetzt, in welchem Land wir unterwegs sind. Hier ist nochmal eine, ja, da ist die Polizeistation hier links. Also hier ordentlich fahren. Also hier sind die Abfangjäger direkt vor Ort. Und da der Penny halt auch offen. Also steht auch der Parkplatz voll. Hey, und was ist hier? Ach so, ja, hier ist es, die Bundesstraße 13 nach Novi Bor rüber ist gesperrt. Das ist ja das, was ich vorhin schon erwähnt habe. Aber da fahren wir nicht lang. Wir fahren da vorne weg Richtung Rumburg. Ah, und hier haben wir wieder eine teurere Tankstelle mit 34 Kronen. Das ist eine Orlen. Die sind immer teurer wie die anderen. So, und hier müssen wir jetzt abbiegen. Sind wir hier. Jetzt müssen wir kurz die Heizung ausmachen hier, wo ich sie schon auf der kleinen Stufe laufen habe, aber trotzdem. So, und jetzt geht es langsam hoch zu. Ja, die Steigung ist hier noch nicht so wild.
da rechts haben wir den Autohändler, so einen kleinen oder Werkstatt, Reparatur oder was das immer ist. Ich habe am Anfang immer gedacht, der sammelt die, aber der hat hier hinter der Mauer stehen noch mehr. Muss mal kurz einen Moment einen Schluck trinken. Mal kurz wo anhalten kann. Eine Ortschaft finde, wo eine Gelegenheit ist, wo man kurz kann, weil jetzt im Moment während dem Fahren ist das ein bisschen blöd. Ich muss auf die Straße schauen. Ich habe aber gesehen, ich habe was geschrieben, ja. Ich beantworte das dann gleich. Aber jetzt nicht gleich hier, weil jetzt kommt der Berg, dann fahr erst den Berg hoch. Dann auf der anderen Seite, wo wir wieder runterfahren, weil im Berg anfahren, das mag ich nicht so gern. Mit dem Gewicht, da komme ich nicht von der Stelle. Jetzt sind wir hier in Liska. Das ist das Gemeinde, da kommt, nee, ist das hier schon, nee, das mit der Kurve ist hier noch nicht. Ja, hier kommt jetzt der lange Berg, wo es zweispurig hochgeht, ja. Genau an der Stelle sind wir. Hier geht es ja noch. Ja, die Anzeige stimmt ziemlich genau mit meinem GPS überein. Und ich sehe schon, da wird der Nebel dann dichter. Da sieht man weniger, keine Aussicht zu genießen. Jetzt guckt er den Simpel an, jetzt sind hier schon 2 Fahrspuren und trotzdem muss er noch über die doppelt durchgezogene Linie fahren, um zu schneiden. Also ich verstehe es nicht. Jetzt hat er hier wirklich viel Platz auf unserer Fahrspur. Ne? Und trotzdem muss er noch die Kurve schneiden. Also ich kriege solche Leute nicht. So schnell ist er jetzt auch wieder nicht gefahren, dass er da unbedingt Ideallinie fahren muss. Ne? Das ist kein Rennen, sondern nur ein problicher Golf. Ja, und hier nimmt der Nebel jetzt schnell zu. Hier merkst du jeden Höhenmeter. Und schon stehen wir mittendrin in die Wolken. Machen wir mal vorne die Nebellichter an, aber nur vorne. Nach hinten raus brauchen wir sie noch nicht. Wir sehen noch 3 Pfosten weit. Obwohl, wenn es von hinten in zum Pfosten angeballert kommt, wäre es fast sicherer, wenn wir sie doch einschalten. Nee, das braucht es jetzt nicht. Und jetzt sind wir hier noch auf dem neu asphaltierten Stück unterwegs, ohne Linie. Ja. Aber wir sind noch nicht ganz oben.
Krankenwagen. Ja. Ambulanz kommt hier um die Kurve mit seinen Leuchtdingens hier. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass da eine Ambulanz entgegenkommt. Ne? Hoffentlich bedeutet das nicht, dass hier irgendwo die Straße gesperrt ist, aber nee, der Gegenverkehr läuft ja noch, kann die Straße eigentlich nicht gesperrt sein. Und hier kommen gleich links und rechts die Gespenster aus dem Wald. Ne, wir sind ja nicht im Spessart. Aber ich weiß nicht, ob es das in der Tschechei auch gibt, so einen Wald wie im Spessart, wo Gespenster sich rumtreiben. Ja, wir sind ja in der Tschechei unterwegs, von Lipa nach Homburg. Jetzt fahren wir über den Berg drüber. Aber wir sind jetzt in den Wolken drin. Ja, jetzt geht es wieder berg runter. Wenn hier Schnee liegt, fahre ich ja lieber den Berg rauf als den Berg runter. Weil bergauf geht es immer irgendwie weiter, nur berg runter. Wenn du da rutscht, dann bist du weg, ne? Weil da kannst du dann nichts mehr machen. Hier geht es ziemlich steil runter teilweise an manchen Stellen. Dann hast du noch solche Kurven drin. Ja, kein Wunder, dass hier überall Kreuze, ich habe das gesehen hier, in der Kurve waren wieder ein paar Kreuze, weil die fahren hier auch wie die Gestörten. Manchmal hat man den Eindruck, die machen hier keine Führerscheinprüfung, sondern können die Führerscheine kaufen. Weil die kennen ja nicht mal die einfachsten Regeln, so wie abknickende Vorfahrt oder so. Ne? Das hatte ich schon öfter. Hier haben wir kurz das Funkloch gehabt, hier das einzige Funkloch auf dieser Strecke hier. Das einzige Funkloch auf dieser Strecke hier. Das ist hier um die Kurve darum. Ich weiß nicht warum, dass da keine Verbindung ist, aber das ist die einzige Stelle hier. Aber sonst läuft es ganz gut. Anders als die Strecke zwischen Zawedorf und Friedland, wo die ganze Zeit von einem Loch ins nächste fällst. Aber hier haben wir nur ein Funkloch. Da sind wir jetzt schon durch. Jetzt muss ich mal schauen. Kommen wir hier. Ne, da ist kein Platz. Jetzt habe ich gedacht, hier wäre das schon mit dem Busstreifen, aber nee, hier ist gar kein Busstreifen, hier ist nur so die Haltestelle. Jetzt wollte ich gerade anhalten, die Kommentare beantworten, machen wir im nächsten Ort. Fahren wir noch ein bisschen weiter. Und hier sind wir jetzt wieder ein bisschen tiefer von der Meereshöhe her gesehen. Und schon sind wir wieder unterm Nebel. Hier kann man wieder normal fahren. Und der Ort hier heißt Chrybska oder so ähnlich. Legt mich jetzt nie auf die Aussprache fest, ich würde es als Chrybska aussprechen. Und hier haben wir eine Tanke mit 32,50 und 33,50. Das ist in Ordnung wieder, annehmbarer Preis. Und rechts geht es nach Horní-Chrybska, ne, also Ober-Chrybska oder Hoch-Chrybska, ich weiß nicht genau.
Naja, da haben wir jetzt dann noch einen Berg zu machen. Ist das hier kommen wir gleich in die Steigung rein. Ja, hier geht's noch, aber es kommt gleich noch stärker. Ja, da musste man fahren, wenn hier Schnee liegt. Ne? Wenn es hier schneit, dann schneit es richtig, also da haut es richtig runter. Ne? Bin hier schon gefahren im Winter. Da hat man noch echt das Winterfeeling hier in der Gegend. Bei mir vor dem Haus liegt ja selten Schnee, ne? Aber hier haben wir schon mehr. Ich kann mich erinnern, früher war es bei mir auch mal ein bisschen mehr, aber die letzten paar Winter waren jetzt nicht so toll. Schneeding. Ich habe aber schon mal einen halben Meter Schnee gehabt vor meinem Haus. Ah, das ist aber schon ein paar Jahre her. Es ist auch selten, dass man so viel Schnee hat. Meistens sind es so 20, 30 Zentimeter. Ja, und warum man jetzt vor dem Ortsschild noch überholen muss in die Ortschaft rein. Jetzt fahre ich eh schon 54 im Ort hier. Was haben sie denn hier gemacht? Hier haben sie jetzt die Straße aufgefräst, vermutlich damit das Wasser hier in der Kurve ablaufen kann. Warum macht man sowas? Also das war früher noch nicht so. Also das sehe ich jetzt hier das erste Mal, dass das hier so aufgefräst ist. Also das ist ja blöd. Ich weiß nicht, welchen Grund es da hat, vielleicht wegen Wasser abfließen, keine Ahnung. Jedenfalls ist es blöd zu fahren. Das ist jetzt hier der Berg, wo ich keinen Schwung holen kann, weil da vorne die Kurve ist. Ne? Jetzt muss ich schauen, dass wir hier halt hochziehen, aber das ist schnell genug. Da vorne der Bus ist auch nicht schneller. Nach Homburg sind es noch 10 Kilometer. Ja, jetzt halte ich mal hier kurz an, weil der Bus, der war ja jetzt gerade vor mir. Gehe mal kurz auf die Kommentare durch. Mal schauen. Hallo. Stresemann Gustav. Hallo, deinen Namen habe ich schon mal gelesen. Hartmut Frank, Jörg Hunke, ÖPNV haben wir schon Hallo gesagt. Hassan, Hallo. Sherry, Hallo. Gizella Gazzeldi, Hallo. Hassan. Ja, Greetings von Marokko. Ja, da waren wir auch. Im März waren wir mal in Marokko. Lina, hallo Lina. Wo ist das Schweden? Mischka, nein. Wir sind nicht in Schweden, wir sind in Tschechei, Nordböhmen. Thomas Häusler, hallo. Manu Damo, bonjour. Plasma, ja, also ich habe gerade erwähnt, wir sind hier in Tschechei.
Und bis zur deutschen Grenze sind es von hier aus etwa 15 Kilometer noch. Ja, Schweden, da möchte ich auch mal hin. Aber ich habe da einfach nichts zu tun. Ich habe schon, wenn man mal Ladungen kriegt nach Schweden, dann sind das welche, wo man mit dem großen Lastwagen fahren müsste. Und da hast du dann aber wieder nicht die Möglichkeit, mal ein bisschen was Sightseeing zu machen nebenbei, weil du da mit dem großen Lastwagen nicht so die Nebenstrecken fahren kannst. Ne? Aber irgendwie muss man das mal organisieren. Schweden, da wollte ich schon lange mal hin, vor allem mal über diese neue Brücke da fahren, da diese, wie ist die Öresundbrücke. Auch wenn das ein Huni Maut kostet, das wäre es mir wert, ich will die einfach mal sehen, diese Brücke. Ne? Aber also, du hast ja nur die Möglichkeit, entweder mit dem Schiff, also mit der Fähre oder mit der Brücke, und mit der Fähre bezahlst du ja auch. Ja? Also bleibt sich im Endeffekt gleich. Bezahlen musst du so und so. Ja, und ein anderer Kanal, dem ich immer folge, dass er Reisevideos macht, so mit seinem Wohnmobil fährt er, also mit so einem Van. MAN hat er, fährt er da immer gern in den Norden hoch, vor allem im Winter, weil der Kerl mag anscheinend Schnee gern. Und der fährt im Moment in Norwegen rum. Da ist auch noch keinen Schnee zurzeit. Es sei denn, man fährt höher auf die Berge hoch. Ja, und da bin ich ja gespannt, da möchte ich auch mal hin bei Gelegenheit. Naja, aber du hast keine Möglichkeit, anders darüber zu kommen, weil entweder bezahlst du für die Brücke oder du bezahlst für die Fähre. Es gibt keine andere Möglichkeit, weil über Russland, es gäbe zwar die Möglichkeit über Russland und dann Finnland und dann nach Schweden zu fahren auf dem Landweg, aber Russland kannst du vergessen, da kriegst du kein Visum zurzeit. Die lassen dich da nicht rein, nur so zum Spaß. Ich kann mich erinnern, früher, also 90er Jahre, ich bin schon eine Weile unterwegs, da sind wir mit den Lastwagen nach Kasachstan gefahren. Da sind wir Ukraine, Russland, Kasachstan gefahren. Aber im Endeffekt das brauchst du heute nicht probieren, aus bekannten Gründen. Ne? Kommst du nicht lebendig an. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, über Weißrussland zu fahren. Das ging eine kurze Zeit lang, aber seit da die Sanktionen von der EU verschärft wurden, haben die natürlich ihre Gegensanktionen auch gemacht und du darfst immer Transit durch Weißrussland durchfahren. Du darfst zwar noch nach Weißrussland reinfahren, um dort abzuladen, aber du darfst eben nicht weiterfahren nach Russland. Ne? Und dann gäbe es noch die Möglichkeit über die baltischen Staaten und dann dort nach Russland reinzufahren, aber da hast du halt auch wieder das Problem, dass du da immer noch ein Visum für Russland brauchst. Ne? Und das kriegst du halt nicht so einfach. Ne? Vor allem, wenn du nur so zum Spaß dahin fahren willst. Und ja, mit dem Lastwagen, wenn es so ist es beschissen, egal wie du fährst. Ne? Und da macht man es halt so, man fährt dann nach Weißrussland und gibt den Krempel dort ab und dann fährt eine weißrussische Spedition weiter, ne? So dass sich die dann drum ärgern. Aber ich fand es halt schöner, wie wir früher gefahren sind, direkt im Verkehr. Wobei natürlich früher sagen muss, da war es natürlich an den Grenzen immer, du hast schon zwischen Deutschland und Polen bist du schon
2 Tage an der Grenze gestanden, sage ich jetzt mal. Das war jetzt natürlich gar nicht immer gleich. Ne? Dann zwischen Polen und Ukraine bist du 2, 3 Tage gestanden. Von der Ukraine nach Russland rein bist du 2, 3 Tage gestanden. Und dann noch einmal die kasachische Grenze. Ne? Und ja, du warst mehr an der Grenze gestanden. Ne? Wenn du die Tour, die hin und zurück hat, 6 Wochen gedauert und von den 6 Wochen bist du effektiv nur 3 Wochen wirklich unterwegs gewesen. Den Rest warst du einfach immer am Zoll gestanden und hast gewartet, dass es endlich weitergeht. Ne? Das habe ich damals eigentlich gar nicht so schön empfunden. Das hat mich genervt. Das war scheiße, ne? Mit diesen Grenzen. Aber heute sage ich, es war eine schöne Zeit dahin zu fahren. Und die Grenzen, die ganzen Schikanen an der Grenze, die vergesse ich immer, wenn ich mich da zurück erinnere. Und ich erinnere mich nur noch an die schöne Zeit, wie es halt da war, da lang zu fahren. Ne? Und auch die Schmiergelder an die russische Polizei, die man bezahlt hat, ne? Und die Ukrainer genauso. Aber du konntest dann halt weiterfahren, egal wie schnell du warst oder wie viele Stunden du schon gefahren bist. Du hast ja dein Schmiergeld bezahlt und bist weitergefahren und fertig. So war das halt damals. Aber irgendwie war es trotzdem schön. Aber irgendwann möchte ich da mal wieder hin. Wenn halt die Scheißpolitik nicht wäre. Da könnte man viel besser leben und könnte viel mehr sehen von der Welt. Wie viele Länder gibt es, die interessant werden zum Anschauen, wo man aber nicht reinkommt? Aus irgendwelchen politischen Gründen oder wegen Kriminalität, weil du Angst hast, dass du entführt wirst oder so weiter. Ne? Dieser ganze Scheiß nicht wäre, dann wäre so schön überall. Es gibt so viele interessante Sachen, die ich noch gern sehen will, aber was willst du machen, wenn die ganzen Kriege und Politik und Gangster und dieser ganze Mist nicht wäre. Warum machen sich die Menschen alle das Leben selber so schwer? Und schuld sind immer die raffgierigen Bonzen, die ganz oben sind, ne? Weil kein normaler Mensch wünscht sich irgendeinen Krieg, ne? Weil das hat ja nur Leid und Zerstörung auf sich. Ne? Es wünschen sich immer nur die Reichen, die daran verdienen wollen. Aber das lassen wir jetzt nicht. Ich will jetzt, das lassen wir gleich der Kragen. Dann sage ich wieder Sachen, die man auf YouTube nicht öffentlich sagen darf. Ne? Dann wird der Video wieder zensiert. Das brauche ich nicht. Ich will auch keinen Politikkanal hier machen. Ich will einfach nur meine Fahrvideos. Einfach nur fahren. Oh, heute sind hier keine Angler. Da auf dem kleinen Brückle da an dem See hier, da sitzen sonst immer Angler. Haben wir heute keine. Jetzt müssten wir eigentlich bald da sein. Bei einer von den Kurven geht es dann rechts weg Richtung Lumburg. Ja, wenn jetzt im rechten Bild, wenn jetzt da so ein Kraftwerk, nee, ein Kraftwerk ist es ein Umspannwerk. Wenn ein Umspannwerk auftaucht, dann müssen wir abbiegen. Ach, da ist es schon. Wir sind ja schon näher dran, als ich gedacht habe.
Ja, mit der Seifenkiste könnten wir jetzt hier auch links fahren, aber mit dem Truck darf ich da nicht. Muss jetzt hier rechts. Die Strecke hier ist eh besser, weil linksrum geht es durchs Wohnhaus. Da habe ich gar keinen Bock da durchzufahren. Ja, und wir jetzt erst neu dazugekommen sind, waren jetzt hier unterwegs von Kesh Khalifa Richtung Rumburg und da vorne kommt jetzt gleich Rumburg. Das liegt in der Tschechei. Für die österreichischen Zuschauer Nordböhmen sind wir hier. Ja, ich sage das dazu, weil ich weiß, dass es immer noch Österreicher gibt, die in der Tschechei sondern Böhmen sagen. Und geradeaus ging es nach Löwen und rechts weg ging es wieder dahin, wo wir gerade herkommen, nach Lipa. Da hier geht es nach Lipa. Hier nach Löbau. Wenn wir da Richtung Grenzkontrolle, die stehen auch hier zwischen Tschechei und Polen, zwischen Tschechei und Deutschland, die stehen nicht nur an der polnischen Grenze. Weil in den Nachrichten hört man immer nur von der polnischen Grenze, von Grenzkontrollen, ne? Weil da ja zurzeit ein Streit ist zwischen den Deutschen und den Polen, weil die Polen ja jetzt auch kontrollieren. Aber es gibt auch an der tschechischen Grenze Kontrollen. Allerdings natürlich nicht vergleichbar mit den Kontrollen, wie sie früher waren, wo man Zollpapiere abstempeln musste und so weiter und so fort. Sondern heute wird allenfalls der Ausweis kontrolliert. Ah, guck an, könnt ihr die Fußgänger sehen? Dunkel gekleidete Fußgänger und man kann sie kaum erkennen. Ich verstehe nicht, warum hier an dem Übergang keine Beleuchtung ist. Normal sind doch Fußgängerüberwege immer beleuchtet. Ja, hier sind auch die Weihnachtssterne schon. Da hier sieht man es zum Beispiel. Hier der Fußgängerüberweg ist beleuchtet. Der andere gerade eben, der war dunkel. Ne? Und dann sollst du die schwarz gekleideten Fußgänger sehen. Ne? Ja, die haben hier alle schon die Weihnachtsbeleuchtung an. Ja, sieh mal einer. Boah, dann muss ich, sobald ich daheim bin, auch einschalten. Das geht ja nicht. Das geht ja nicht. Hoffentlich hat bei mir in der Nachbarschaft noch niemand eingeschaltet. Das muss ich dann gleich machen, sobald wir zu Hause sein, schalte ich alle meine Lichter ein. Damit ich ja der Erste bin in unserer Straße, der die einschaltet. Ne? Ja, das ist schon wichtig. Weil man müht sich da ab. Ja? Tut alles aufbauen und anschließen und so weiter. Und dann will man natürlich auch der Erste sein, der sie einschaltet. Ne? Aber natürlich auch nicht zu früh, ne? Weil man könnte sie ja im Oktober schon einschalten. Das ist dann auch blöd. Sagen sie alle, warum schalten sie im Oktober schon ein? Ne? Boah, der stinkt hier. Der fährt mit Heizöl, so wie der stinkt.
So, jetzt suchen wir hier gleich einen Platz. Dann tue ich euch noch die Kommentare beantworten. Schauen wir mal. Hier haben wir einen großen Platz. Und da hinten ist auch noch mal eine Tanke, habe ich gesehen. Da muss ich das nächste Mal da mal ein Stück weiterfahren. Ich habe die Tanke hier noch nie angeschaut. So, jetzt ziehe ich hier kurz rüber über die Ecke hier. Lest mal schnell eure Kommentare durch. Hallo, Arik, habt keine Ahnung, Tom, wo ist das? Ja, Tom, wir sind jetzt in Rumburg, das ist Tschechei an der deutschen Grenze. Rumburg, zwischen Rumburg und Deutschland gibt es einen Grenzübergang. Plasma-Zombie. Ja, Plasma-Zombie, das mit der Brücke habe ich ja schon beantwortet. Manu Damo, also dann wünsche ich euch noch allen einen schönen Restsonntag. Fahrt mal wieder mit bei mir, das wird mich freuen und tut den Kanal abonnieren, dann könnt ihr auch die nächsten Livestreams nicht versäumen und auch meine Videos. Zurzeit bringe ich Videos von Oldtimer-Treffen noch online, wenn euch sowas interessieren sollte. Und ein Like wäre auch gut, das ist gut für den Algorithmus. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal und tschüss.